Einspruch gegen den Steuerbescheid einlegen und nicht einfach alles hinnehmen. Wie sieht das in der Praxis aus? Sie sind jetzt mit Ihrer Steuererklärung endlich fertig, Sie sind sehr zufrieden mit sich und schicken die Steuererklärung entweder per Post oder per Elster an das Finanzamt. Sie haben jetzt, sage ich mal, in dem Fall eine Software benutzt und haben somit eine Berechnung vor sich. Es vergehen Tage, Wochen, manchmal sogar Monate, bis dann endlich der Steuerbescheid ins Haus geflattert bekommt. Sie öffnen den Brief und machen es wie die meisten. Sie lesen Seite 1, was steht da? Stimmt das mit meiner Berechnung überein? Welche Erstattung bekomme ich oder welche Summe muss ich nachzahlen? Was ist aber, wenn Sie eine Abweichung feststellen? Bei einer kleinen Abweichung ist das Einfachste, wenn Sie zum Telefonhörer greifen, Ihren Sachbearbeiter beim Finanzamt anrufen und das telefonisch besprechen. In der Regel oder in den meisten Fällen können Sie dann telefonisch einen Antrag auf schlichte Änderung stellen. In ganz seltenen Fällen kommt es auch mal vor, dass der Sachbearbeiter sagt, er möchte diesen Antrag schriftlich haben. Ja, was ist nun ein Antrag auf schlichte Änderung? Eine schlichte Änderung in Deutschland ist die Änderung eines Steuerbescheides aufgrund eines formlosen Antrages nach § 172 Abgabenordnung. Bei einer schlichten Änderung wird nur der eine Punkt aufgerollt und ja, die sind an keine Form gebunden. Sie müssen allerdings diesen Antrag auf schlichte Änderung auch innerhalb der Einspruchsfrist stellen. Bei einer größeren Abweichung oder wenn Sie auf der sicheren Seite sein wollen, machen Sie einen Einspruch. Sie schreiben einen Einspruch, Sie begründen den Einspruch und legen die entsprechenden Belege dabei und schicken ihn zum Finanzamt. Bei einem Einspruch wird aber der komplette Fall wieder aufgerollt und es können auch andere Sachen, die vorher zu Ihren Gunsten vielleicht bewilligt wurden, gestrichen werden im Nachhinein. Also man muss abwägen, wann es Sinn macht, Antrag auf schlichte Änderung oder einen Einspruch einlegen. Wenn Sie jetzt den Einspruch nicht innerhalb der Einspruchsfrist eingelegt haben, dann wird der Steuerbescheid rechtskräftig. Fertig, Punkt, aus, so ist das. Ja, seit 2017 werden ja keine Belege mehr mit der Steuererklärung eingereicht. Man sollte dennoch alles belegen können. Viele denken ja, dass es für viele Sachen Pauschalen gibt. Das ist falsch, also ein Irrglaube unter der Bevölkerung. Es gibt Pauschalen, aber es gibt nicht für alles Pauschalen. Bestimmte Kosten müssen Sie einfach ja durch Belege nachweisen können. Sie schicken jetzt die Belege zwar nicht mehr mit zur Finanzverwaltung, aber die Sachbearbeiter fordern, ich weiß nicht nach welchem System, wahrscheinlich wenn irgendetwas nicht plausibel ist, wenn es Unstimmigkeiten, Unklarheiten gibt, fordern sie die Belege an. Dann müssen sie natürlich der Anforderung nachkommen und die Belege beim Finanzamt einreichen. Haben sie die Belege nicht und können die Kosten nicht nachweisen, dann wird eben gestrichen. Ja, ich habe jetzt in den letzten 2 Wochen gleich mehrmals eine neue Masche vom Finanzamt festgestellt. Wie gesagt, die Belege werden nicht mehr angefordert oder in manchen Fällen, also ich habe schon etliche Fälle, wo Belege angefordert werden, aber nur so einzelne Posten, nicht die kompletten Belege zur Steuererklärung. Aber ich hatte jetzt 2 Fälle, da kam der Steuerbescheid und dann stand dann in den Erläuterungen, die und die Positionen wurden nicht nachgewiesen bzw. nicht glaubhaft gemacht. Also das ist schon ganz schön heftig. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass viele ja nur auf Seite 1 gucken. Man sollte sich wirklich die Mühe machen, auch mal auf Seite 2 oder 3, je nachdem auf welcher Seite die Erläuterungen stehen, auch die Erläuterungen durchlesen. Das ist meistens nicht mal eine Seite und ist in einer Minute überflogen. Sie kriegen da aber wichtige Hinweise. Da steht dann drin, warum was nicht anerkannt wurde. Oder manchmal steht auch drin, bitte reichen Sie innerhalb der nächsten 4 Wochen XY nach und so. Und das macht aber kaum einer. Ja, jedenfalls sage ich Ihnen mal gleich, wir sehen uns gleich nochmal diese beiden Fälle. Das war wirklich frech vom Finanzamt. Bleiben Sie dran. So, bei dem einen Fall, da ging es um die Werbungskosten einer Beamtin. Wie gesagt, die Steuererklärung wird ohne Belege an die Finanzverwaltung eingereicht
und nur auf Anforderung schickt man eben Belege nach. In diesem Fall bei der Beamtin wurden Werbungskosten gestrichen, und zwar Rechtsanwaltskosten. Da schreibt denn einfach das Finanzamt in den Erläuterungen so ungefähr, Sie haben die Kosten nicht nachgewiesen und nicht glaubhaft gemacht und streichen einfach, ohne die Unterlagen angefordert zu haben. In diesem Fall habe ich natürlich gleich einen Einspruch geschrieben und die Unterlagen nachgereicht. Die Kosten für den Rechtsanwalt beliefen sich auf eine Beratung um das häusliche Arbeitszimmer. Also die Steuerpflichtige ist Beamtin und Lehrerin und hat ja Anspruch auf ein häusliches Arbeitszimmer und hatte sich diesbezüglich von einem Anwalt beraten lassen. Und ja, dann haben wir den Einspruch eingelegt und irgendwann kam dann der geänderte Bescheid ohne Kommentar, ohne alles. Manchmal steht ja dann in dem geänderten Bescheid, bitte entschuldigen Sie das Versehen. Es kommt aber selten vor, aber kommt vor. In dem zweiten Fall ging es um eine Rentnerin, die hat ein unbebautes Grundstück, etliche Kilometer von ihrem Wohnort entfernt. Sie nutzt es also nicht unbedingt selber. Und in der Nähe sind ja Baustellen. Und die eine Baufirma hat sich dafür interessiert, während der Bauphase dieses Grundstück als Zufahrtsstraße nutzen zu dürfen. Ist auf die Eigentümerin zugegangen und die haben sich dann beraten, haben eine Pacht festgesetzt, die einmal jährlich im Voraus bezahlt wird. Und ja, und das war's dann. Die Steuererklärung wurde ordnungsgemäß erstellt. Wir haben die Pachteinnahmen genommen und natürlich auch Werbungskosten aus Vermietung und Verpachtung abgezogen und alles beim Finanzamt eingereicht. Der Steuerbescheid, der kam dann, der stimmte auch mit unserer Berechnung überein und alles in Ordnung. Ja, 2, 3 Wochen später, ich muss noch mal sagen, und in den Erläuterungen stand drin, bitte reichen Sie innerhalb der nächsten 4 Wochen eine Kopie des Pachtvertrages ein. Haben wir umgehend erledigt und in den nächsten 2, 3 Wochen kam ein geänderter Bescheid und darin stand in den Erläuterungen, dass eben die Mieteinnahmen laut Pachtvertrag angesetzt wurden. Also das finde ich auch schon ganz schön heftig, denn normalerweise sollte ein Mitarbeiter beim Finanzamt wissen, dass jeder Eigentümer eines Grundstücks mindestens eine Grundsteuer bezahlen muss. Und mindestens die Grundsteuer kann man als Werbungskosten aus Vermietung und Verpachtung absetzen. Ja, dann haben wir einen Einspruch gemacht und haben die Kosten angeführt. Also es waren einmal Rechtsanwaltsberatungskosten. Die Frau hat sich beraten lassen von einem Rechtsanwalt und hat sich auch einen Pachtvertrag aufsetzen lassen, der rechtlich sauber ist. Das kann ich auch jedem nur empfehlen. Das macht auch Sinn. Dann hat sie mit der Baufirma nochmal verhandelt und sie hatte Fahrkosten. Also sie ist von sich zu Hause zur Baufirma gefahren, zum Rechtsanwalt gefahren und hat den Pachtvertrag, also erst die Beratung, dann den Pachtvertrag abgeholt, dann zur Firma wegen der Unterschriften. Und dann hatte sie eben die Kosten für den Rechtsanwalt, die Grundsteuer und die Fahrkosten. Insgesamt machte das knapp 200 € aus, die das Finanzamt jetzt auf einmal nochmal wieder haben wollten. Und nun warten wir. Der geänderte Steuerbescheid ist noch nicht da, aber das ist, wie gesagt, schon ein heftiger Fehler. Man hat ganz, ganz selten bei Mieteinnahmen, dass die Einnahmen gleich den Gewinn ausmachen. Also immer schön aufpassen. Ja, das waren jetzt mal 2 krasse Fälle. Also ich habe das jetzt schon öfter festgestellt. Es werden keine Belege angefordert und einfach, wie gesagt, in den Text geschrieben, in den Erläuterungen, das und das wurde nicht nachgewiesen oder nicht glaubhaft gemacht. Man sollte also wirklich die Erläuterungen durchlesen. Ja, meine lieben Zuschauer, das Fazit ist letztendlich, schauen Sie sich den Steuerbescheid nicht nur auf Seite 1 an, blättern Sie blättern Sie ihn einfach mal durch und gucken vor allen Dingen unter dem Punkt Erläuterungen. Sie können ihn ja überfliegen und irgendwas Ihnen auffällt, sticht garantiert ins Auge. Nehmen Sie nicht alles hin und nutzen Sie die Möglichkeiten, entweder einen Antrag auf schlichte Änderung oder auch einen Einspruch. Lassen Sie sich nicht alles gefallen. Wenn Sie eine Software benutzen, dann haben Sie ja die Steuerberechnung und können das sehr gut vergleichen mit der Berechnung des Steuerbescheides. Wenn Sie jetzt sich das Ergebnis selber nicht ausrechnen,
ja, dann müssen Sie das hinnehmen, aber erst recht sollten Sie dann die Erläuterungen durchlesen. Wenn Sie Interesse haben, Ihre Steuererklärung selber zu machen und es bisher noch nicht gemacht haben, dann finden Sie hier unter diesem Video einen Link zu meinem Online-Kurs Steuererklärung für Rentner. Er ist in einem sehr verständlichen Deutsch aufgenommen, ohne Paragraphen, ohne Fachchinesisch, also für jeden nachvollziehbar. Vielen Dank, dass Sie sich das Video angeschaut haben. Bis zum nächsten Dienstag. Alles Gute wünscht Ihnen Jutta Martin.